Die Struktur eines Stoffes spielt ebenso eine Rolle wie die chemische Zusammensetzung. Ich bin Physiker, 33 Jahre lang Leiter eines großen Labors und seit 22 Jahren habe ich einen Tinnitus, der in meinem linken Ohr pocht. Und sowohl in Odessa als auch in Russland unterschreiben alle, dass es sich um eine unheilbare Krankheit handelt. Und sie hat keinen Ursprung. Niemand weiß, warum es viele entweder arbeitet mein Herz nicht richtig oder es stimmt etwas mit meinem Gehirn einfach nicht. Und ich ging nach Deutschland in der Hoffnung, dass die deutsche Medizin helfen würde. Und das haben sie mir gesagt. Nun, wir können Sie in eine psychiatrische Klinik schicken. Dort können Sie hypnotisiert werden. Ich habe mich selbst hypnotisiert. Ich kenne Besterev gut. Ich war sehr lustig zu Ihnen. Ich bin ein Büchermensch. Mein Tinnitus ist vollständig verschwunden. Im Jahre 1960 war Khrushchev noch an der Macht und 1961 kam er zurück. Und er hatte auch Diabetes. Und ich wusste, dass ich es früher oder später bekommen würde. Aber sie hatten es, als sie jung waren, aber ich bekam es, als sie schon weit in meinen 70ern waren. Aber er tauchte auf und vor allem begann er, gute Ärzte haben Fehler gemacht. Sie verschrieben mir, ich kann Ihnen die Namen der Medikamente sagen, ich weiß nicht, ob Sie ein Arzt sind oder nicht, Hydroperitis, Mesamorphin, als ob das eine gute Sache wäre. Der Zucker sinkt, aber die Nieren werden zerstört. Klar. Und meine Tochter fuhr mich nach dem Tod meiner Frau, als sie kaum noch lebte, zog sie in ihre Wohnung in eine andere Stadt und ich habe in Dortmund gelebt. Und sie brachte mich in eine spezialisierte Nierenklinik. Und wissen Sie, was Sie mir gesagt haben? Eine Dialyse muss durchgeführt werden, eine Dialyse. Ich sagte, nein, auf keinen Fall. Ich prüfe, nein. Und Ihre Empfehlungen und das, was ich Ihnen zugefügt habe, ich lebe seit einem Jahr ohne Dialyse und fühle mich gut. Und mein Gedächtnis ist gut. Alexander, hallo. Ja, hallo. Was ist Ihr Name? Mein Name ist Michael. Michael, hallo. Es ist eine Freude, Sie willkommen zu heißen. Ich bin Physiker, das ist großartig. Und ich bin 33 Jahre alt und lebe in einem großen Labor. Wow, in welcher Kategorie? Und in Deutschland habe ich über 15 Jahre lang meinen Sohn, der eine wunderbare Elektronikfirma hatte im Bereich der Elektrotechnik geholfen. Und hier eine kurze Übersicht. Großartig. Und jetzt lebe ich mit meiner Tochter zusammen, die Chemikerin ist. Großartig. Sie gehören einer Familie von Wissenschaftlern an. Nun, vergleichsweise. Dies ist umso erfreulicher, da es sich bei Synthesit um ein so innovatives Produkt handelt, das so außergewöhnlich ist, insbesondere angenommen wird von Vertretern offiziellen Physikern. Und in der Tat kann es mehr als nur denjenigen helfen, die offizielle Physik lieben. Wissen Sie, ich habe mit Synthesit vor etwa 6 Monaten angefangen, aber es gab eine große Pause. Und das sollte jetzt vorbei sein. Meine Frau wurde schwer krank und starb. Und das hat mich natürlich davon abgehalten, Synthesit zu nehmen. Ich habe alles, was Sie geschrieben haben, also nicht die persönlich, sondern Ihr Unternehmen sorgfältig geprüft. Und ich habe auf jeden Fall eine Beobachtung gemacht und habe einige Vorschläge. Ich selbst habe Metall, insbesondere Eisen, auf sehr hohem Niveau bearbeitet. Ich habe viele Erfindungen zu verzeichnen und ich hatte sogar einen langjährigen Kontakt, nämlich einen in Moskau, Puschkin. Er war Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Zentralkomitees der Partei und dann wurde er Botschafter in der DDR und wurde degradiert. Sie haben ihn weggeschickt, nicht wahr? Ja, und ich ging natürlich zu anderen Fabriken. Denn wir stellten sehr komplexe Produkte her, die bei den Materialien
sehr sorgfältig behandelt werden mussten. Und das sind die rollenden Propeller. Ich weiß nicht, welche Ausbildung Sie haben, also verzeihen Sie mir, wenn ich manchmal Begriffe verwende, die Ihnen vielleicht nicht geläufig sind. Nun, in der Tat, hier ist mein Kurzprofil. Okay, aber wir haben Sie Synthesit kennengelernt. Erzählen Sie uns, wofür Sie es einsetzen und welche interessanten Ergebnisse Sie haben. Nun, die Sache ist die, wie bei jedem älteren Männchen, ich bin jung im Geiste, aber alt im Körper, wie man sagt, obwohl mein Gedächtnis, Gott sei Dank, noch erhalten ist. Und meine Wahrnehmung natürlich ist, wenn ich über Synthesit lese, bin ich mit dem Eisen gut vertraut. Und ich dachte, das muss die neue Eisenformel sein. Und die Sache ist die, dass ich in vielerlei Hinsicht ein Budlerow-Anhänger bin. Und Sie wissen vielleicht, dass es einen großen russischen Wissenschaftler gab, der mit Mendeleev trifft und bewies, dass die Struktur der Materie eine ebenso große Rolle spielt wie die chemische Zusammensetzung. Und diese Nuance haben Sie in Ihrer Berichterstattung übersehen. Und ich habe es auf meine Weise verstanden. Und natürlich probierte ich es an mir selber aus, wie alle meine Landsleute, die Medikamente herstellen, stamme ich aus Odessa. Und es gab eine große Wissenschaftler wie Meschnikow, Filjatjow und andere. Und ich beschloss es auch an mir selbst zu versuchen. Und natürlich verfolgte ich die Sache weiter. Die Ergebnisse waren positiv. Und ich kann das nicht so sagen, wie Sie schreiben, aber ich habe es ergänzt mit bestimmten körperlichen Übungen und anderen Dingen. Ja, natürlich. Und als Konsequenz, das, was man kennt, den Tinnitus. 22 Jahre habe ich in meinem linken Ohr einen Tinnitus. Und sowohl in Odessa als in Russland unterschreiben alle, dass es sich um eine unheilbare Krankheit handelt. Und sie hat keine Ursachen. Niemand weiß, warum es so viele Ursprünge gibt. Entweder arbeitet das Herz nicht richtig oder es stimmt etwas mit dem Kopf nicht. Und ich bin nach Deutschland gegangen, in der Hoffnung, dass die deutsche Medizin helfen würde. Und sie sagten mir, nun, wir können Sie in eine psychiatrische Klinik schicken. Und ich sagte, ich habe mich selbst getäuscht. Ich kenne Betscherew gut, ich ziehe eine Grimasse und ich bin ein belesener deutschsprachiger Mann. Ich bin ein Bücherwurm. Ich habe eine riesige Bibliothek, darunter auch Biologie, wie Sie sehen. Und das ist meine Stärke. Und den Überblick zu behalten, eine Schlussfolgerung zu ziehen. Und mein Tinnitus ist völlig verschwunden. Aber ich sage, ich habe alles kombiniert. Die Ärzte hier haben gesagt, das geht nicht. Auch die zweite Frage ist sehr wichtig. Ich habe erheblich bedingten Diabetes. Meine Mutter hatte Diabetes. Meine Tante, mein Onkel, die 1912 ausreisten, als Chruschtschow noch an der Macht war, kehrten 1961 zurück und er hatte auch Diabetes. Und ich wusste, dass ich es früher oder später auch bekommen würde. Aber sie hatten es. Und als sie jung waren, und ich hatte es, als ich in meinen 70ern war. Und er tauchte auf und was am wichtigsten ist, es begannen nur Ärzte, auch gute Ärzte, machen Fehler. Sie verschrieben mir, ich kann Ihnen die Arzneimittel benennen, ich weiß nicht, ob Sie einen Arzt sind, Hydroperitis, Mesarmorphin, also als ob das eine gute Sache wäre. Der Zucker sinkt zwar, aber die Nieren werden geschädigt. Ja, natürlich. Und meine Tochter nahm mich nach dem Tod meiner Frau, als sie gerade verstorben war, zog sie in ihre Wohnung in eine andere Stadt. Ich lebte in Dortmund und sie brachte mich in eine spezialisierte Nierenklinik. Und was sie mir gesagt haben, eine Dialyse muss durchgeführt werden. Eine Dialyse. Und ich sagte, nein, auf keinen Fall.
Ich werde versuchen, Und zu den Empfehlungen, die Sie mir gegeben haben, kommt noch hinzu, dass ich seit einem Jahr ohne Dialyse lebe und mich gut fühle und mein Gedächtnis gut ist und toll. Und hier eine kurze Geschichte für Sie und die anderen Nuancen, die ich Ihnen gesagt habe. Das ist großartig. Nun, das ist ein Präzedenzfall. Und ich habe sogar ein spezielles, eine Minute. Sehen Sie genau hin. Ein Buch von Butlerov, dem großen russischen Chemiker, der in seinen Argumenten mit Mendeleev übereinstimmte. Und wenn Sie den Namen nicht sehen können, zeigen Sie in die Kamera. Das Buch wurde lange vor der Revolution veröffentlicht. Und Sie können es nicht sehen. Sie können den Titel in der Kamera nicht sehen. Zeigen Sie es mir einfach so. Es ist ein altes Buch. Ich habe viele Bücher aus der Vorrevolutionszeit und ich habe Ihnen gesagt, was ich bin, ein Bücherwurm. Ja, Sie können das Bild sehen, die Artikel über den Psychizismus. Es gab einen faszinierenden Artikel von Wagner, ein großes Thema für viele. Das ist der größte russische Zoologe. Ich lasse mich nicht ablenken. Nun, danke für die Mitteilung, sehr interessant. Und haben Sie den Ärzten gesagt, dass der Tinnitus verschwunden ist? Wiederholen Sie es. Haben die Ärzte gesagt, dass es verschwunden ist? Es ist weg, aber jetzt, wo es etwa 4 Monate her ist, nehme ich nicht einmal mehr etwas. Ein bisschen klopfen, aber nur ein bisschen. Früher schlug es so, dass ich nicht schlafen konnte. Und wissen Sie, welche Empfehlungen mir ein sehr kluger deutscher Arzt, Professor und Doktor der Russischen Akademie der Wissenschaften gegeben hat? Er sagte, Musik auflegen und mitsummen. Versuchen Sie zu singen, wenn es nach Ihnen geht. Nicht nach außen, sondern nach innen. Und viele Menschen schlagen Sie eine Enzyklopädie auf oder das Internet und Sie werden sehen, dass Tausende von Menschen, Millionen von Menschen Tinnitus haben. Und man sagt Schmerzen im Kopf, Klopfen im Kopf und niemand kann die Ursache beseitigen. Okay. Aber vielen Dank, dass Sie uns, unseren Zuschauern, dieses Präzedenzfall vorgestellt haben. Denn was Sie über Tinnitus gesagt haben, ist tatsächlich ein Präzedenzfall. Und ich denke, in der Praxis und in Bezug auf die Nieren ist dies sicherlich ein außergewöhnlicher Fall. Ich verstehe, dass diese keine kurzfristige Auswirkungen ist. Und es muss für eine lange Zeit genommen werden. Und ich habe eine kolossale Pause gehabt. Und weil meine Frau im Sterben lag, war ich bei ihrem Einsatz und ich war mit ihrem Krankenhaus. Und jetzt, wo ich freier bin, bin ich wieder da. Und meine Tochter bestellt wieder bei ihnen. Aber noch wichtiger ist, dass ich noch mehr Werbung für sie mache. Und ich danke Ihnen vielmals. Die Vollkünstlerin der Sowjetunion, Valentina Reka, die ich bereits empfohlen habe, ist jetzt die amtierende Chefspezialistin am Opernhaus, die Regisseurin. Und ihr Mann ist ein Bekannter von mir. Und er ist auch ein sehr berühmter Balletttänzer. Und sie haben auch ihre eigenen Probleme. Und ich empfehle sie auch. Und entweder bestellen sie selbst oder wir bestellen und geben es ihnen. Und so ist auch in Israel. Schicken Sie nicht nach Israel. Ja, das tun wir. Und ich habe dort einen Neffen, der auch einen Platz in meinem Leben hat. Und er bat mich, alles für ihn zu kaufen. Und er gibt das Geld zurück. Nun, wenn er direkt bestellen kann ich es vielleicht an ihn weitergeben. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre Resultate heute mit uns zu teilen. Das ist eigentlich ein medizinischer Präzedenzfall. Darum geht es bei Tinnitus und den Nieren. Das alles ist sehr wichtig und interessant. Ich denke, viele Menschen können davon profitieren. Und das ist erst der Anfang. Und liebe Zuschauer, wenn Ihnen dieses Interview, dieser Rückblick gefallen hat, klicken Sie bitte, um unsere neuen Videos zu abonnieren und stellen Sie sicher, dass Sie auf den Link klicken. Und alles Gute, auf Wiedersehen.